Ein Wauwau. Und Cason und Isaac und vergessen, wie der andere heißt. Toll, als letztes Bild sehen wir Thomas beim Kotzen. Can of pickles. Previously during the investigation. I'm Cason, Forrest Cason. Thomas, did you see Nick here? No. When I got here, he was already like this. What are you doing? Get out of the way! I'll do it! George, stay back. She's trying to speak. No! It couldn't be! Nick! Oh, please, no! You got us good this time, Zach. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich 4 Fliegen. Oh, I can't believe it, man. Now that's heavy. Me neither. When did Becky stop coming to work? I think it was like from the day Anna was killed, man. Yeah, that's right. She was totally depressed about something. Quint called for her to let us know she wasn't coming in for work. She must have been totally in shock, the poor thing. So you took the twins along to cheer her up. That's right, hon. If only I knew it would be like this, I'd have spent more time talking to her. You told me about a special secret between your children and Becky. Yes, of course. What about it? It seems Becky handed them an item before she was killed. Any idea what that might be? Now that you mention it, they had a box about this size which they said was very important. That's it. I'd like to talk to them about this in person. Where are the boys now? Seattle. They went out actually with Mr. Cason. Achso, haben wir They vorhin gesehen. mentioned going to the community center today, hon. Community Center. There is plenty of space to run around over there. Cason? Do you know him well? Oh yeah, he's a good guy. He always brings us gifts from his road trips. The kids love him, so we let him take them out every once in a while. You know, for a little quality time with the missus. Ja, wollte ich gar nicht wissen. But the situation calls for urgency. I'll go and look for them myself. And if they come home without running into me, could you let us know? Fingerprint. Sure, of course. I'll contact the department. Oh, jetzt bitte endlich umziehen. Turkey Sandwich. Oh, jetzt will ich auch ein Sandwich. Noch mehr Fliegen? Isaac and Isaiah aren't here. They're apparently out with Cason. Let's go look for them. With Cason? Sounds like a long story. Any ideas where to start looking? Lily told me where they went. No problem. Ja, aber erstmal, wo kann ich mich denn jetzt umziehen? Oh, Carol, was machst du denn hier? Was? Nee, schon okay. Ja, dann muss ich wohl jetzt erstmal stinkig mit ihr Auto fahren, weil ich will ja wissen, was sie immer unterwegs erzählt. Ich weiß, was ich mache. Ich fahre mit ihr zum Hotel. And today, we're stuck here having to search for lost children. They're not lost. We're the ones who are lost. And so we are, Emily. Das Zach, gefällt we mir. may as well have fun if we're getting lost. You sure know how to take your time in a time like this. Ja, die hängen ja an mir, weil ich so lange denselben Anzug trage. Wenn du die ganze Zeit dasselbe anhast, wird das irgendwann schmutzig und du musst es in die Reinigung schicken. Und wenn du das nicht machst, dann kommen die Fliegen zu dir. Nee, Moment, lass mich mal eben gucken, dass ich auch nach dem Norden schaue. Ich die Karte halbwegs gut lesen kann. So. Wir sind jetzt
Genau. Wir sind jetzt... Oh, Wesley the Gunsmith ist mal da. Jetzt habe ich aber keine Zeit für den. Wir sind jetzt... Nee, habe ich noch nicht ganz gesehen. Wo sind wir hier? Achso, okay. Jetzt sehe ich, jetzt weiß ich, wo es auf der großen Karte ist. Das heißt, wenn ich zum Hotel will, müsste ich nebenbei, wo ist das Community Center? Liegt das Hotel da halbwegs auf dem Weg? Ich kann mich bestimmt auch woanders umziehen. Ich weiß nur gerade echt nicht wo. Ich fahre zum Hotel, so weit ist es ja nicht. Und jetzt da. Das heißt, ich muss eigentlich nur da durch den Tunnel und dann rechts dann zum Hotel. Und vom Hotel aus kann ich dann... Ja, dann kann ich vom Hotel aus wieder nach Süden zum Community Center. Da vorne ist ja schon der Tunnel. Emily, ich hoffe, die Fliegen stören dich nicht. I can't believe 2 people have been murdered in our town. And now 2 young children are at the center of it all. I just can't come to grips with it yet. Crime will happen wherever there are people. And that's why we have our jobs. It might be easier for you because you don't live here. These Wie? were people that I knew that were killed. And the murderer might be someone who lives here in this town. It's really depressing. I know. But someone has to bring this murder to justice. You're right, I know. But, well, Agent York, sometimes I just think I'm not really cut out to be a cop. Not true, Emily. You have the potential to be a superb law enforcer. You can be emotional at times, but you also possess what's most important. Und I was ist do? das? What do you mean? What do you think? Von dem A Moment sense hier of noch nicht. justice. Sure. I must admit, I'm surprised to hear such a... How should I say this? Such an obvious answer. I thought you'd say something else. Obvious or not, I joined the FBI in order to do what's right. And that's what's important. I understand, but still, you seem... I'm sorry. I need some time to think. Okay. Whatever do you want to think about? Justice. I want to think about justice. Zach, she's quite the philosopher, isn't she? Then again, death makes everyone a philosopher. You say so. What? Kann ich mich da nicht auch umziehen? Da ist doch so ein Schlafplatz. Na, keine Ahnung. Weil jetzt einfach zum Hotel ist ja gleich da vorne. Können wir auch mal wieder gucken, wie es Polly geht und noch einen Kaffee trinken. Ist doch schön. Oh, ich freue mich schon auf morgen. Wenn ich aufstehe, dann mache ich mir mal erstmal Frühstück. Mach schon mal den Laptop für die Arbeit an. Und dann mache ich mir mal einen leckeren Kaffee. Der erste Kaffee am Tag, der schmeckt immer so gut. Das ist so richtig was, wo man sich richtig drauf freuen kann, wenn man morgens aufsteht. Hier ist morgens so Stress, heiratet keine Lehrer. Ja, okay. Jetzt halt doch mal an, du dummes Auto. Emily fährt jetzt wahrscheinlich ohne uns weiter. Oder willst du mit auf unser Zimmer kommen, Emily? Hm? Is there something you want to check out? Yeah, the bathroom. Well, either way, it doesn't matter. I can see you won't be rushed. I'm gonna go ahead, okay? Your pants. Okay, that would Was be ist mit fine. der Bank hinter Then mir I'll los? head over to the place that Lily mentioned. Don't take too long before you catch up, okay? Mhm. Das ist das Zeitlimit. 9 bis 19 Uhr. 12 Uhr. Oh, wenn wir es vielleicht schaffen, wir es noch zur Police Station. Bevor es 13 Uhr wird, dann können wir da noch eben wieder essen. Das war ja bisher auch immer recht lustig. Wo war mein Zimmer? Vergesse ich immer. Ich glaube hier. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Fliegen das sind. Sind es immer noch 5? So, schnell. Meine Güte. It's very dirty. Ja.
Achso, ich sollte mir erstmal was anderes anziehen. Wir hatten doch noch ein paar neue gekauft. Oh mein Gott. Increase your sex appeal. Ja, I don't know about that. Soll ich jetzt echt den dummen pinken Anzug anziehen? Ich wollte mich eigentlich wieder wie Edgeworth anziehen. Na gut. Jemand anders hat sich rechtzeitig beschwert. $10. Die Krawatte auch noch dazu, ey. Wir können uns jetzt auch einfach hier schlafen legen. Aber ne, ich wollte ja essen gehen. Oh, wir müssen uns rasieren. Zugreinigen kosten. Stimmt. Gut, jetzt sehen wir wieder. Oh, jetzt können wir uns wieder sehen lassen. Super. Ich finde es lustig, wie York einfach den Sapling hier vor die Tür gestellt hat. Zeigt ja, dass ihn das nicht besonders interessiert hat. Polly? Oh, Polly ist da. Hast du irgendwas für uns? Oh, What hi. can I do for you, Mr. Morgan? Ja, ich wollte mit dir reden. Hi. Außerdem Cola. Naja, wir nehmen Kaffee. Nein, nicht den schwarzen, ich mag ihn lieber mit Milch. Oh, einen Hotdog hätte ich auch gerne. $12. Im Vergleich zu manch anderen Preisen ist das ja sogar noch akzeptabel hier. Hast du auch... Oh ja, Flair. Da bräuchte ich wieder welche von. Ich wollte aber auch noch mal mit dir reden. Da war doch noch Oh, was Gelbes hi. gerade, oder nicht mehr? Nee, doch nicht. Gut, Emily. Naja, die ist ja jetzt schon vorgefahren, ist hier nicht mehr da. Aber könnte sein, dass die jetzt in der Police Station wieder abhängt. Wenn wir da jetzt noch schnell zum Mittagessen hinfahren. 12:14 Uhr, das sollten wir wohl locker schaffen. Gucken, ob ich den Weg schon so finde. Erstmal muss ich das Auto finden. Ich nehme mal das da. Bei dem vorderen habe ich immer ein bisschen Angst, dass es das ist, das ich zuletzt gefahren habe. Und dann dementsprechend schon der Tank halb leer ist. Schöner See. Blöde Kurve. So, Zach, this case turned into a multiple homicide. Ja. What kind of motives turn a criminal into a serial killer? Ach stimmt, jetzt redet er wieder. Is it hedonistic? Ritualistic? Copycat crime? Sex-related? Cannibalistic? From the Bureau's statistics. These interesting ideas don't always really explain the real motive. They're just words, phrases that the media uses to scare citizens. The spotlight falls on a mere 1% of all cases. Only the weird ones. You understand all this, right, Zach? No matter how bizarre a crime may appear to be, at the root, there is always rage and personal interest. Right, Zach? Most people simply don't kill for pleasure. But that kind of common sense never applies to our investigations. Maybe we're lucky. Or unlucky, depending on how you look at it. Ja. We end up working on those cases in that 1%. Do you remember, Zach? The first case we handled, just after becoming a special agent? No, let's talk about this another time. I don't feel like it right now. Okay. Dann reden wir da nächstes Mal drüber. Zach, is there something here that you want to check out? Ja, According to Essen. Lily, the twins should be with Kaysen. Ja, die können auch noch ein bisschen warten. Wir müssen jetzt wieder das Essen von Thomas essen. Wow, ich wollte gerade sagen, ist das dunkel hier. War wohl nur noch am Laden. Ey, doch, ich wollte speichern. Ist hier? Ja.
Pommes. Jo. Agent York, do you want lunch? I wish I could help more, but I think lunch is a good place to start. Wow, der ist ein bisschen deprimiert. Good, I'll get something ready. Oh, haben wir jetzt das deprimierte Mittagessen. Wo keiner was sagt. Ich muss das echt jedes Mal machen, unbedingt. Ich wusste gar nicht, dass da jedes Mal Cutscenes kommen. You know, this doesn't taste good today. That's not true. Guys, Thomas made us a fine lunch as always. We should at least try to enjoy it. You're right. We shouldn't be moping around, even more so in times like these. I agree with Agent Morgan. Being so stressed out about our progress will only lead to mistakes. We should enjoy lunch. That's the very least we should do. As they say, the early bird catches the worm. Sheriff? George, probably mean laugh and grow fat. Yes, well, okay. Since we're all smiling again, let's get back to work. Ich frage mich, ob da im Japanischen einfach irgendeine Redewendung kam, die viel mehr wie eine andere klang, weswegen er irgendwie die nur leicht durcheinander gebracht hat. Also gegessen haben wir gerade. Jetzt wollte ich noch einen Kaffee trinken, habe ich nämlich total vergessen, bei Polly einen zu trinken. Aber dafür fahre ich jetzt nicht extra nochmal zurück. Und die zweite Maus bekommt den Käse. Kannte ich noch gar nicht. Dann gehen wir mal wieder. Und fahren jetzt da hinten hin. Hey Mann, wo ist mein Auto? Ich habe den Film übrigens noch nie gesehen. Ist er gut? Nehme ich doch das. Könnte sogar unseres sein. Aber ich bin glaube ich schon mal irgendwo gegengefahren. Und wenn sogar so ein dummes Hütchen gleich 3% abzieht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich nach dem Weg gerade 100% noch hatte. Oder bin ich wirklich nirgendwo gegengekommen? Ups. Speaking of wo gegenkommen. Do you remember? How many years ago was it now? That Muss ich ihn jetzt lang? multiple homicide of young girls in that college town in Ich mag Illinois. ihn jetzt nicht unterbrechen. All the Hier. victims were cut open from the throat to the crotch. Holy shit, was? Ripped right open. What the fuck? During the autopsy, a second stomach was found inside the first victim's What body. the actual... Of course, she didn't naturally grow a second stomach. You don't say. One of the stomachs belonged to someone else. As more victims piled up, there was one with 2 hearts, Jesus. one with 2 livers, 4 lungs. Different organs each time. That's Of course, kind of those messed up. extra organs didn't do the girls much good. Ich Right, glaube, ich Zach? bin hier falsch. And they say too much is never enough. In the end, we arrested a professor at the med school. They found the body of his daughter, dead, and the missing organs at his house. Do you remember what he said when we took him in? I was ordered to restore those deformed bodies back to normal. Ich war jetzt And einfach remember who he said Zuglag. ordered him? An alien. Of course. Well, of course, we couldn't arrest an alien. So So we we arrested arrested the him. professor instead. Serial killers can't be caught by logic and common sense. I learned this the hard way. That first case taught me that. Since then, these cases just keep getting more and more complicated. Sieht doch richtig aus. It's a tough job. I thought getting experience while I was young would make the job easier. Wir nehmen jetzt einfach die Abkürzung.
Der darf das. Oh, da sind wir. Agent York, I found Isaac and Isaiah. They're over there. Let's go. Okay. Hello again, Isaac and Isaiah. I hear you're teaching Willie to do tricks. What's your secret? It's easy. Really simple. If he does it right, we give him a treat. A cookie if he does it right. I see. Kekse für einen Hund? Ich hoffe, ihr meint Hundekekse, nicht Schokoladenkekse. Tell me, Tim, could you perhaps tell me your special secret? Die ist super, die muss genauso laut sein. No, we can't. It won't be a secret if we tell. I'm not telling. We promised Becky. Well, that's a problem. Because I also made a promise to Becky. A promise to catch a bad man. I can't keep my promise if I don't know what the secret is. Do you see? She told us to give Diane a box. It wasn't that heavy. We took it to the art gallery and gave it to Diane. Is that all Becky gave you? Just when we were leaving to take the box to Diane, Becky called us back. She handed us something. It was small and round. She told us to keep it safe in our pocket and give it to Diane. Das letzte von dir war, bau diese laute Musik. And then you met Carol on your way? Yep, I took the round thing out of my pocket and we looked at it. And then she talked to us. We told her that we were on an errand for Becky. She said she'd do it for us. But we told her no, because Becky asked us, not her. We promised Becky to do it ourselves. Sagst du irgendwas Verbotenes? Wobei, dann würde ich eine Nachricht kriegen, dass ich es freischalten muss. So Komisch. Becky did entrust the locket to them. And now Carol has it. Right, Kaysen? Huh? You were in the room when Carol took the locket back from Diane. I saw you with Diane in the art gallery that day. Well, Stimmt, da war der yeah, ja. I was there in the room, but I was only chatting with Diane. Oh, then Carol burst in, all angry looking. While Carol and Diane had their talk, Carol ist auch dann irgendwie rausgestürmt und meinte, sie hätte es so Carol took the locket from Diane. könnte es besser But that gebrauchen oder has so. nothing to do with me, right? Yes, I believe so. But from this instant, you are now a key witness in this case. I'm afraid you can't leave town until you hear from me. What? Can you do that? I'm FBI, This is I all can't. starting to sound a little like Alice in Wonderland. Which makes you Humpty Dumpty. Huh? Isaac and Isaiah, thank you. I think I'll be able to keep my promise with Becky thanks to you two. How is Becky? Is she getting better? She'll come and help out at our store again, won't she? She'll come and play with us again. Ich glaube, der Hund ist Won't abgestürzt. she? Boys, about Becky. Ja, Becky ist... That's right. Becky is almost totally better now. Ja, ich weiß nicht, But I don't think ob she'll das be jetzt so able to toll come ist, sie and damit see you. anzulügen, I aber was okay. told by Becky to keep this a secret. But she's actually a goddess of the forest, just like Anna. I think she's gonna be in the forest with Anna for a while. Cool. We'll keep this a secret then too. Oh, wie sah der denn gerade aus? That's why Anna and Becky are such good friends. Okay, Willie. You're happy too, aren't you? Zach, I hope Emily doesn't end up as a forest goddess too. Chocolate chip cookie. Chocolate chip cookies. Okay then, Zach. Ah, ist er wieder ins Let's Hotel go over gefahren. what we found out recently about the case. First, Diane, the owner of the art gallery. She was out drinking with Nick Cormack in a bar on the night Anna died. Nick confirmed this,
and so she has an alibi. But then we have what Nick's wife Olivia told us. According to Olivia, Nick and Diane not only went to the bar, but also went somewhere else that night. Do you remember where that was? So art gallery, oder? That's right, the art gallery. Before entering the gallery, Diane looked back towards Olivia, almost as though she saw Olivia in the dark. Nick's behavior has also become more suspicious by the day. If Olivia is correct, then he is heavily involved in this case. But we have no conclusive evidence of that at the moment. The only thing we can say for sure is that Nick's whereabouts are unknown at the time of Becky's murder. He has no alibi for the crime, but that fact alone means nothing. So who was it that called Thomas to report trouble at Becky's place? Das war Quint, oder? That's right. It was Quint, Der saß zumindest da vorne dann. Becky's boyfriend. He went to her house and saw the tragedy. Okay. Now about Becky's murder. I'm embarrassed and mortified. The killer struck again while we were on the case. We found her bitten off tongue. A massive amount of red seeds that poured out with the blood. And an inverted peace symbol, like the one seen at the site of Anna's murder. From the similarities, one can deduce that Anna's killer killed Becky. We also found one other important piece of evidence in Becky's room. Can you remember what that was, Zach? Ein Schlüssel. Achso. Ja, das Sketchbook, ne? That's right. We found a sketchbook in Becky's room. She had apparently written a letter to her sister Diane. It revealed that Becky took a locket from Anna's body at the crime scene. She also admitted to borrowing a pair of Diane's stiletto heel shoes. So Miss Stiletto Heels was Becky. There was something else at the end of the letter. It said that she handed the locket and stiletto heel shoes to someone. Do you remember who, Zach? Na, die Zwillinge. That's right, Zach. And from what Isaac and Isaiah told us, Carol offered to take the items to Diane, but the twins refused. They gave them to Diane themselves, as they had promised. Und dann ist Carol dahin und hat es zurückgenommen. For some reason, Carol wanted the locket. She ended up storming into the gallery to take it from Diane. And when Carol took the locket from Diane, Kaysen just happened to be there. Is Kaysen involved in this? Or was he just there by coincidence? I wonder what's so special about the locket, too. Why did Carol want it so badly? Das weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. The questions are mounting. Come to think of it, Quint, the first witness, has no alibi for Becky's death. We checked the phone records, and his call definitely came from her house. Is it possible he attacked Becky and then called us from the scene? But everyone is suspicious one way or another. What should we do next, Zach? Okay, who's the most suspicious? Ich würde sagen Nick oder Diane. Vielleicht Nick? No, I don't think so. Ja, dann wohl Diane. He's certainly suspicious, but there is someone else at the center of this. That's right. Becky's sister and Carol's enemy, linked to both Nick and Kaysen, the elegant owner of the art gallery. Zach, that's our next move. We'll start with Diane. So, you want to find out everything there is to know about Diane? That's right. There's just too many things that we don't know.
First, we need more intel about the relationship between Nick and Diane. How? Nick and Diane meet every night at the bar. Let's use that. George, we'll need you to stake out the gallery. What do you mean? Wait in the parking lot of the art gallery and tail Diane when she leaves. If she goes anywhere other than the bar, you let me know. Emily, you take the diner. Wait for Nick and tail him to the bar too. As with George, if he goes anywhere else, then you let me know. Okay. Thomas, you keep a watch on him inside the bar. Yes, I will. I'll be waiting in the parking lot of the bar. Once Nick and Diane are together, I will follow them wherever they go. What time do they usually show up, Thomas? Around the same time. Usually between 22 and 2300. Then at that time we do it, boys and girls. Wow, wir haben $10.000. Ich sollte auch meinen Koffer mal wieder prüfen, also die Panda-Bear-Option über den Koffer, zu gucken, ob der vielleicht eine Shotgun verkauft. Okay, können wir machen. Looks like we have some time to kill. Weiß nicht, wie spät ist denn? We can go to the diner and see how Nick and Olivia are doing. See, oh, okay. Episode 2, Part 2, 12 Fallen Goddess. Diner ist doch gleich hier vorne. Oh, da ist auch Cason. Ja, lass da doch eben hin. Ey, nein. Bleib stehen. Ich brauche deine Sidequest. Zach, is there something here that you want to check out? We need to be at Carol's bar. Wow. Willie, how are you doing, boy? Mit dem Hund wollte ich aber gar nicht reden. Hey, Willie, wait! Where are you going? Oh. Hab ich den Hund You got me, vertrieben? Cason. Willie just ran off with some bones I was carrying as evidence. Nein! Bones? I can't really go into the details, but I need them. York, that's not good. Willie loves bones. He's a dog. And carrying bones around with him is like, well, like throwing a blonde in a bikini into a boy's locker room. Well, it's that's a almost weird like you were comparison. asking for trouble. Okay. Sorry, but you're just gonna have to forget about your bones. I better run after him now. I'll see you later. Forget about them. If I gave up that easily, then I wouldn't be a good federal agent, would I, Zach? We're going to have to search his house, Zach. Let's get back those precious bones. Snack for Willie. Okay. Willie has nabbed a bone uncovered in the course of the investigation. It could be important evidence. Get the bone back from Willie's kennel in the back of Cason's car. Ja, wo ist denn das? Wo ist denn der hin? Der war doch gerade noch hier. Tja, jetzt ist er wohl nicht mehr hier. Naja, irgendwann werden wir ihn bestimmt nur mal wiedersehen. Ich glaube eh nicht, dass ich jetzt all diese Knochen finde, was auch immer das für eine Sidequest ist. Diese ganzen Knochen, die man finden kann, die haben ja nichts mit der Hauptstory zu tun. Glaube ich. Ich habe das damals nie gemacht. Sieht's denn essenstechnisch aus? Oh, eigentlich noch okay.
Hey, I'm working here. You can't just stroll into a chef's kitchen. Ich darf wieder Then nicht perhaps rein. you would give me your permission to enter. No, get the hell out of here. Zach, everyone has their own sanctuary. Let's leave him in his. Okay. Ah, kann ich mit dir reden? Agent York, is there something you want? After that call from the sheriff, Becky was killed, right? Nick came home as though nothing had happened. Just like normal. But that's what makes me even more scared. I feel like I'm on the verge of nervous breakdown. Nervous was? Breaking down? Breakdown? Ja, sowas in der Art halt. Gleich mal wieder speichern. Bam. Ja, dann können wir eigentlich warten, bis die Zeit kommt. Wüsste jetzt auch gar nichts, was man jetzt sonst noch groß machen könnte, außerdem will ich wissen, wie es weitergeht. Die Milk Barn ist ja wahrscheinlich auch schon wieder zu, oder? Wo waren die nochmal? Hier? Ja, da ist keiner mehr drin. Die sind bestimmt schon zu Hause. Wesley the Gunsmith. Da will ich jetzt auch nicht ganz hinfahren. Die sind... Aber ich würde gerne die nochmal irgendwann treffen und wissen, was die eigentlich für eine Quest haben. Aber da wird jetzt auch bestimmt nicht... Ich glaube, da kann ich nicht einfach reinlaufen, oder? Wo wohnte Emily eigentlich nochmal? Warum ist dieses Haus so pink? Das wundert mich auch. Ich glaube, bei Emily war eine Karte im Haus. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo die wohnte. Wer ist denn da unterwegs? Roaming Sigourney. Da ist George. Da ist der General. O'Cason. Wow. Wow. Alle sind da. Emily, Forrest, Sally. Sally war die Mutter von Anna, ne? Quint und Richard. Und der Hund ist auch da. Oh, gut. Ich schätze, dann stelle ich mich einfach mal hin auf die Straße und rauche. Uhr. 10 Uhr. Und jetzt muss ich dahin. Wow. Mein Gott. Ich gehe einfach zu Fuß. Oh. Jetzt soll ich doch nicht zu Fuß gehen. Das ist irgendwie eine schöne Atmosphäre. Man sieht so viele Sterne hier, wow. Wow. Ich sehe gleich Sterne, weil mich das Auto umfährt. Greenvale High School. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ach, hier ist diese eine blöde Karte. Da hatte ich schon mal versucht, ob man die Tür irgendwie aufkriegt. Oh, sollte nicht so schnell laufen. Ich sollte vielleicht auch mal wieder ein Medkit nehmen. Gleich sind wir da.
da wohl rankommt an diese Karte? Na gut. Auch auf einmal habe ich ein Auto. Nick's still in the bar. Mhm. Just as we planned then. I wonder what happens next. Agent York, you're really enjoying this, aren't you? I have to admit, I envy that. Oh, oh. Agent York, Nick is leaving the bar. What about Diane? She isn't here tonight. Hmm. Emily, check that with George. George, can you hear me? Nick's leaving the bar. What's happening with Diane? No movement. Tell me what to do here. Stay put, George. I'm thinking Nick will head to the gallery. Let's meet up there. 10-4. Copy that. Was ist denn 10-4? Agent York, it's Nick. Habe ich ja noch nie gehört. 10-4. Oh, Thomas. Okay. Also einfach bestellt. Okay, das habe ich mir gedacht, aber warum heißt es das? Ich dachte erst irgendwas mit Buchstaben. Kann nicht sein. 10 ist J und 4 ist D. JD wird's ja wohl.